Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Ich entschuldige mich gleich mal, dass ich so lange jetzt kein Video produziert habe. Es hat diverse Gründe. Ich war mit dem Motorrad in England, wollte ich da einen Vlog machen und habe aber die Aufnahmen versaut. Oder was heißt versaut? Ich habe viel zu wenig gemacht. Ich hatte so viel Spaß am Motorradfahren, dass ich es total vergessen habe, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Und dann war ich 3 Wochen in Norwegen, allerdings mit dem Wohnmobil. Also ja, sollte nicht sein. Aber jetzt bin ich zurück und beziehungsweise ich war nie weg. Und heute ist ein Sonntag. Heute ist ein Wochenende voller Motorradfahren. Und zwar geht es jetzt erstmal auf einen Flugplatz. Und auf diesem Flugplatz werden wir ein paar Beschleunigungsrennen fahren. Also im Endeffekt, wow, das ist schönes Ding. Wir fahren nach Helmbrechts auf den Flughafen. Das ist ein kleiner Sportflugplatz. Und da ist genug Platz, um eine Achtelmeile zu fahren gegeneinander. Und da war ich die letzten Jahre jetzt auch schon immer. Ich weiß, Drag Racing mit einer 1340er Evo Electroglide ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber das ist das Schöne an diesem Rennen dort. Das Wahnsinn. Das ist das Schöne an diesem Rennen, dass dort jeder mitfahren kann, der möchte. Also du musst irgendwie keine fette PS-Leistungen haben. Es geht auch nicht auf Zeit. Man sucht sich einfach einen Gegner, gegen den man fahren möchte, und dann stellt man sich an der Ampel und fährt. Ja, da fahre ich sehr gerne mit. Ich sehe immer alle möglichen Leute, die ich gut kenne und schätze. Und deswegen wirklich gut. Danach, nach dem Drag Racing, geht's nach Würzburg. Da ist eine Party. Deswegen habe ich auch Campingzeug dabei. Das ist dann für mich heute auch eine Premiere, weil ich habe kein Zelt dabei. Ich habe nur eine Hängematte dabei. Und wir haben uns jetzt, meine Frau und ich, haben uns jetzt Hängematten gekauft. Wir waren mit am See. Und ich dachte mir noch so, eigentlich könnte ich da mal drin schlafen. Deswegen Hängematte gekauft. Und ja, ich habe Schlafsack dabei, ich habe eine Decke dabei, ich habe eine Isomatte dabei und meine Hängematte, Wechselklamotten, und ich habe alles in meinem linken Seitenkoffer drin. Ich habe keine Sissy-Bar, ich habe keine Gepäckrolle, ich habe alles in meinen Koffern drin. Genau. Aber zuerst geht's zu Max für einen Kaffee. So, als anständiger Gast bringe ich natürlich, wenn ich jemanden in der Werkstatt besuche, bringe ich natürlich Kuchen mit. Da meine Koffer voll sind, steht er jetzt hier zwischen meinen Beinen. Na, mal schauen, ob es gut geht. Naja. Rosa. Der Trick ist, jetzt nicht anzuhalten. Oh, scheiße. Fängt schon gut an. Geschafft. Okay, jetzt sehen wir hier links, da sehen wir schon einen Flugplatz. Da ist schon einiges los, aber halb so wild. Die technische Kontrolle war jetzt ziemlich leer. Sehr gut. Ich erkläre euch kurz, wie das hier abläuft auf diesem Gelände, falls ihr Bock habt, selber mal zu kommen. Also wie gesagt, das ist einmal im Jahr. Kann man schon mal mitmachen. Man zahlt 25 Euro. Da kann man aber so oft fahren, wie man möchte eigentlich. Es ist so, die müssen diesen Platz versichern. Man muss versichert sein, wenn man dort fährt. Und die müssen diverse organisatorische Sachen haben, um diesen Drag Day abzuhalten. Es muss Feuerwehr da sein, es muss ein Krankenwagen da sein. Also 25 Euro finde ich jetzt echt total angemessen für so eine Veranstaltung. Sobald man sich angemeldet hat, geht man in die technische Inspektion. Da wird nicht wie beim TÜV, da wird wirklich auf das geachtet, auf was es ankommt. Also der checkt deine Bremsen, die checken deine Schwingelager, deinen Lenkkopf, die checken, dass deine Batterie sicher verbaut ist. Also es ist wirklich sinnvoll, was die da machen. Die gängeln ja noch nicht. Also man darf ja auch ohne Zulassung da fahren. Es ist ja ein Privatgelände.
Und genau, nach der technischen Inspektion, wenn man die bestanden hat, kriegt man seine Startnummer. Geht es eigentlich schon los. Man sucht sich den Gegner. Und wenn man einen Gegner hat, stellt man sich an den Start in die Schlange. Und dann wird gefahren. So, technische Inspektion habe ich geschafft. Ich stehe jetzt hier am Start. Müssen ein wenig warten. Ich meine, ihr seht selber. Okay, jetzt habt ihr schon gesehen, in dieser Mulde, wo man Reifen aufwärmen kann, macht eigentlich nur Sinn, wenn man Dragster-Reifen fährt. Mit normalen Straßenreifen ist es sogar kontraproduktiv, einen Burnout vorher zu machen. Macht auch total Spaß, mache ich gern. Allerdings habe ich gerade nagelneue Reifen drauf. Okay, das war mal gar nichts. Ich bin nicht wirklich losgekommen. Krasser Scheiß, echt. War doch der falsche Gang. Okay, Runde 2. Diesmal ohne ersten Gang. Diesmal mit ersten Gang. Ich war wieder gegen Ben mit seiner FXR. Mit seiner vollgepackten FXR. Okay. Gleich geht's los. Hoffentlich. Okay, diesmal am Nassen vorbei. Schön in die Mitte. An die Haltelinie. Okay, das ist die Pre-Stage. Das ist die... Okay. Okay. Der Lauf lief super, ich bin einmal ein bisschen zu hoch in den Drehzahlbegrenzer reingegangen, habe auf Leistung gemerkt, aber ja, da merkt man doch, das weniger Gewicht der FXR merkt man halt schon extrem in der Stelle. Aber hey, hat sau Spaß gemacht und der Lauf lief von meiner Seite aus richtig gut. Nächster Lauf wird noch ein bisschen besser, aber hey, ja, eigentlich kann ich super zufrieden sein. Okay, Runde 3, jetzt wieder gegen eine 1340er Evo, allerdings im Starrahmen. Das könnte meine Chance sein. Mal schauen. Okay, ich erkläre euch noch mal ganz kurz die Ampel. Und zwar haben wir oben 2 weiße Lichter, drunter 3 gelbe, rot und grün. Die weißen bedeuten bloß, dass man mit dem Vorderrad an der Linie steht. Das erste, wenn man es berührt, und das zweite, wenn man richtig steht. Sobald beide richtig stehen, kommen danach die beiden gelben Leuchten. Die gehen stückchenweise an. 1, 2, 3, die gehen aus und dann geht's los. Danach kommt grün natürlich. Die rote Ampel, jetzt seht ihr das, er steht richtig, der zweite steht noch nicht. Sobald der richtig steht, Pre-Stage, dann rot wäre Rennerbruch. Und los geht's. Okay, ich mache schon wieder keinen Burnout, ich habe immer noch keinen Bock, meinen Reifen zu zerstören. Also, da seht ihr die Pre-Stage-Dinger. Und das war ein sehr guter Lauf. Oh ja. Okay. Ich habe perfekt alle Gänge durchgeschalten. Ich habe bis zum Drehzahlbegrenzer davor natürlich gestoppt bei 5000 Umdrehungen. Gänge super geschalten. Ich hätte noch ohne Kupplung schalten können, aber muss es nicht übertreiben. Und endlich mal gewonnen. Das ist gut fürs Ego. Das ist gut fürs Ego. Für uns ist Track Day vorbei. Wir fahren jetzt auf eine Secret Party, auf eine kleine Feier mitten im Wald von BMW. Und leider haben wir ein paar Temperaturprobleme. Also vor mir fährt Levin. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Van kennt, aber er ist schon öfter. Im Intro ist er mit dabei. Ich mache den Burnout im Intro, da stehe ich an seinem Van. Das ist ein guter Freund von mir. Und wir wollten eigentlich zusammen nach Würzburg auf diese Party fahren. Und jetzt waren wir gerade an einem Rastplatz
weil sein Van überhitzt ist. Er ist auch ein großer V8-Motor drin und der war jetzt einfach sauheiß. Sogar, dass der Überlauf gekocht hat. Jetzt haben wir kurz eine Viertelstunde Pause gemacht, ein bisschen frisches Wasser nachgefüllt. Und jetzt schauen wir mal, ich hoffe, er hält durch. Wir sind jetzt im wunderschönen Landkreis Würzburg, sind schon von der Autobahn runter. Es hat wesentlich länger gedauert als gedacht, weil Levin Temperaturprobleme mit seinem Van hatte. Deswegen fahre ich hier auch gerade so langsam, weil ich warte, bis er im Rückspiegel erscheint. Er fährt ziemlich langsam. Auf jeden Fall bin ich so gut wie auf der Party. Ich hoffe, ich finde sie gleich. Dort werde ich wahrscheinlich nicht filmen. Einfach, ja, hab da wahrscheinlich keine Lust und wer guckt sich Partyfilme groß an. Werde aber vielleicht etwas über mein Setup sagen, wie ich schlafe, wenn es sich bewährt hat. Also das weiß ich dann morgen früh, ob es cool war oder nicht, ob man gut drin schlafen konnte in der Hängematte. Und wenn es cool war, werde ich auf jeden Fall noch diverse Sachen darüber berichten und es hoffentlich öfter machen. Aber jetzt erstmal dort ankommen. Und ich brauche dringend, ich habe unglaublich Hunger und Durst und es ist sau warm und ich fahre, wie ihr seht, ich fahre nicht ohne Schutzklamotten in der Gegend rum. Also, oh, hat da schon jemand eine Ölspur hingelegt. Und ja, genau, deswegen hätte ich jetzt echt gern was zu trinken, was kalt ist, erfrischend ist. Und ich glaube, wir sind falsch. Zum Thema das dann Schild. Ja, was meinst du, eher hier hoch oder nicht? Das ist ja ein eingewachsenes Schild. Bisschen voraus und schauen. Ja, okay.